Lektion 1: Sprachkenntnisse. Ich habe vorher Japanisch gelernt, das ist klug. Hat es Ihnen beim Navigieren geholfen? Ja, es hat während meiner Reise einen großen Unterschied gemacht. Ich kann es mir vorstellen. Die Kenntnis der Sprache kann das Erlebnis wirklich bereichern. Absolut. Es ermöglichte mir, auf einer tieferen Ebene mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. Das ist fantastisch. Ich denke, dass Sprachkenntnisse auf Reisen so viele Türen öffnen. Definitiv. Es zeigt auch Respekt vor der Kultur. Ich möchte vor meiner nächsten Reise eine neue Sprache lernen. Das ist ein tolles Ziel. An welche Sprache denken Sie? Ich denke über Spanisch nach, es ist weit verbreitet und sehr nützlich. Lektion 2: Beliebte Marken. Ebenfalls. Ich habe gehört, dass Marke X und Marke Y für diese Funktionen beliebt sind. Ja, ich habe in letzter Zeit viele positive Bewertungen über sie gesehen. Es ist großartig, Optionen zu haben, die unseren Bedürfnissen entsprechen. Absolut. Ich denke, es ist wichtig, Qualitätsprodukte zu wählen. Ich stimme zu. Es macht einen großen Unterschied in der Leistung und Haltbarkeit. Außerdem ist es schön, Marken zu unterstützen, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen. Ja. Das wird für viele Verbraucher immer wichtiger. Ich freue mich, dass sich mehr Marken auf umweltfreundliche Praktiken konzentrieren. Lassen Sie uns weiter recherchieren und unsere Ergebnisse vergleichen. Lektion 3: Tropische Reiseziele. Ich habe darüber nachgedacht, ein tropisches Reiseziel zu besuchen. Es war schon immer ein Traum. Das klingt erstaunlich. Tropische Strände sind so entspannend. Absolut. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich am Meer faulenze. Ja. Die warme Sonne und die sanften Wellen sind so einladend. Ich möchte auch die lokale Kultur erkunden, während ich dort bin. Das ist eine tolle Idee. Es verleiht dem Reiseerlebnis Tiefe. Ich beginne mit der Suche nach möglichen Zielen und Aktivitäten. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Empfehlungen benötigen. Ich werde. Ich freue mich darauf, dieses Abenteuer zu planen. Lektion 4: Zugriff auf Ressourcen. Im 19. Jahrhundert konnte nur ein kleiner Teil der Gesellschaft ein gutes Leben erwarten. Ja, es ist unglaublich, wie viel sich seitdem verändert hat. Heutzutage hat fast jeder Zugang zu den Grundbedürfnissen und Annehmlichkeiten. Absolut. Es spiegelt einen bedeutenden Fortschritt in der Gesellschaft wider. Es ist erstaunlich, wie Fortschritte in Technologie und Wirtschaft dazu beigetragen haben. Ja, wir sollten die Verbesserungen wertschätzen, die wir oft für selbstverständlich halten. Ich denke, es ist wichtig, weiterhin auf die Gleichberechtigung aller hinzuarbeiten. Ich stimme voll und ganz zu. Jeder Einzelne verdient eine menschenwürdige Lebensqualität. Setzen wir uns weiterhin für die Bedürftigen ein. Lektion 5: Gesundes Naschen. Paprika und anderes Gemüse sind tolle Snacks. Ja, sie sind gesund und voller Vitamine. Eine Warnung bei Kartoffelchips ist, dass sie ungesund sein können, wenn sie zu oft verzehrt werden. Absolut. Sie sind lecker, aber nicht die beste Wahl für den täglichen Snack. Ich halte lieber gesündere Optionen bereit, wie zum Beispiel frisches Gemüse. Das ist ein kluger Ansatz.
Bei unserer Ernährung kommt es vor allem auf die Ausgewogenheit an. Genau. Ich finde es wichtig, Leckereien in Maßen zu genießen. Ja, und der Verzehr von mehr Obst und Gemüse kann die allgemeine Gesundheit verbessern. Lasst uns gemeinsam einen Plan für die Zubereitung einiger gesunder Snacks schmieden. Lektion 6: Zahlungsplan. Ja, wir haben den standardmäßigen 30-Tage-Zahlungsplan vorgeschlagen. Gibt es ein Problem damit? Ich bin mir nicht sicher, ich möchte bestätigen, dass es für alle Beteiligten funktioniert. Das macht Sinn. Eine klare Kommunikation ist bei Geschäftstransaktionen von entscheidender Bedeutung. Absolut. Ich möchte sicherstellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Es ist immer besser, potenzielle Bedenken im Voraus anzusprechen. Ja, es kann später viele Missverständnisse ersparen. Ich werde mit dem Team Kontakt aufnehmen, um Feedback einzuholen. Großartig. Sorgen wir dafür, dass dies für alle reibungslos verläuft. Lektion 7: Die Küste erkunden. Oh, ich habe großartige Dinge über Seeide gehört. Welche Aktivitäten gibt es? Es gibt so viele Möglichkeiten. Sie können die schönen Strände und Wassersportarten genießen. Das klingt erstaunlich. Ich würde gerne Paddleboarding oder Kajakfahren ausprobieren. Ja. Die Aussicht vom Wasser aus ist atemberaubend. Wie sieht es mit lokalen Sehenswürdigkeiten aus? Gibt es sonst noch etwas, das einen Blick wert ist? Definitiv. Es gibt charmante Geschäfte und köstliche Fischrestaurants. Das klingt nach einer perfekten Ergänzung für einen Strandtag. Ich denke, wir sollten bald eine Reise dorthin planen. Ich bin voll dabei. Beginnen wir mit der Organisation unseres Abenteuers. Lektion 8: Gemeinsam kochen. Ich dachte, wir sollten irgendwann einmal zusammen kochen. Das klingt nach einem Plan. Wir können Rezepte und Kochtipps austauschen. Absolut. Es wird eine unterhaltsame Art sein, voneinander zu lernen. Ja. Außerdem können wir anschließend ein köstliches Essen genießen. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam neue Gerichte auszuprobieren. Ich auch. Haben Sie konkrete Rezepte im Kopf? Ich habe darüber nachgedacht, ein hausgemachtes Nudelgericht zuzubereiten. Das klingt erstaunlich. Ich würde gerne lernen, wie man Pasta von Grund auf zubereitet. Lasst uns einen Termin vereinbaren und mit der Planung unseres Menüs beginnen. Lektion 9: Erste Schritte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe beim Start Ihres Projekts benötigen. Das weiß ich zu schätzen. Manchmal ist es schwierig, die richtige Richtung zu finden. Ich verstehe. Brainstorming-Ideen können wirklich dabei helfen, Ihre Gedanken zu klären. Ja, es macht einen großen Unterschied, jemanden zu haben, mit dem man Ideen austauschen kann. Gerne biete ich meine Perspektive an, wann immer Sie sie brauchen. Das wäre großartig. Ich denke, Zusammenarbeit fördert die Kreativität. Genau. Es ist immer schön, während des Prozesses Unterstützung zu haben. Ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn ich bereit bin, einzutauchen. Ich freue mich darauf. Lassen Sie uns gemeinsam etwas Erstaunliches schaffen. Lektion 10: Ernährungsbewusstsein. Viele populäre Bücher empfehlen Diäten, die nicht genügend Nährstoffe enthalten.
Das ist besorgniserregend. Eine ausgewogene Ernährung ist unerlässlich. Absolut. Stattdessen sollten wir uns auf vollwertige Lebensmittel konzentrieren, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen sind. Ja. Es ist wichtig, der Gesundheit und Ernährung bei unseren Mahlzeiten Priorität einzuräumen. Ich denke, dass die Aufklärung über Lebensmittel der Schlüssel zu besseren Entscheidungen ist. Definitiv. Wissen befähigt uns, ein gesünderes Leben zu führen. Teilen wir unsere liebsten nahrhaften Rezepte miteinander. Das ist eine tolle Idee. Ich freue mich darauf, neue Optionen zu erkunden. Gemeinsam können wir uns gegenseitig zu einer besseren Ernährung ermutigen. Lektion 11: Haustiere sozialisieren. Glauben Sie, dass unsere Haustiere mehr Sozialisierung brauchen? Definitiv. Sie könnten neue Freunde finden und verschiedene Erfahrungen machen. Ja, die Sozialisation ist entscheidend für ihr Glück und Verhalten. Ich stimme zu. Es hilft ihnen, sich besser anzupassen und weniger ängstlich zu sein. Haben Sie darüber nachgedacht, sie in einen Tierpark zu bringen? Das ist eine tolle Idee. Es wäre ein perfekter Ort für die Interaktion. Außerdem konnten wir andere Tierhalter treffen und Tipps austauschen. Ja. Es ist immer schön, mit anderen Tierliebhabern in Kontakt zu treten. Planen wir einen Tag ein, um sie rauszuholen. Lektion 12: Regentage. Heute schüttet es draußen. Ja, der Regen ist wirklich stark. Perfektes Wetter zum Übernachten. Absolut. Es ist eine tolle Ausrede, um ein paar gemütliche Indoor-Aktivitäten zu genießen. An solchen Tagen liebe ich es mir mit einem guten Buch gemütlich zu machen oder einen Film anzuschauen. Das klingt perfekt. Vielleicht können wir später einen Filmmarathon veranstalten. Das würde mir gefallen. Wir könnten etwas Popcorn machen und es uns gemütlich machen. Ja. Es ist die ideale Art, einen regnerischen Nachmittag zu verbringen. Lasst uns ein paar Filme auswählen, die wir gemeinsam ansehen möchten. Klingt nach einem Plan. Ich kann es kaum erwarten, mich zu entspannen und den Tag zu genießen. Lektion 13: Kundenservice. Das klingt praktisch. Können Sie mehr als nur Fragen beantworten? Ja, Sie können bei Buchungen behilflich sein und Empfehlungen geben. Das ist großartig. Es macht das Erlebnis für die Kunden viel reibungsloser. Absolut. Ein guter Kundenservice kann die Zufriedenheit wirklich steigern. Ich schätze Unternehmen, die sich die Mühe machen, zu helfen. Ich auch. Es zeigt, dass Sie Ihre Kunden wertschätzen. Ich bin immer eher geneigt, an einen Ort mit ausgezeichnetem Service zurückzukehren. Ja, es baut mit der Zeit Loyalität und Vertrauen auf. Stellen wir sicher, dass wir Unternehmen unterstützen, die Wert auf guten Service legen. Lektion 14: Einen Ausflug planen. Was denken Sie? Klingt gut für mich. Wie kommen wir dorthin? Ich denke, wir können öffentliche Verkehrsmittel nehmen, es ist ziemlich praktisch. Das klingt nach einem Plan. Das erspart uns das lästige Parken. Genau. Außerdem können wir uns entspannen und die Fahrt genießen. Wissen Sie, welchen Bus oder Zug wir nehmen sollen? Ja, ich habe es überprüft.
Es gibt eine direkte Route, die etwa 30 Minuten dauert. Perfekt. Stellen Sie sicher, dass Sie früh aufbrechen, um Verzögerungen zu vermeiden. Gute Idee. Ich freue mich auf unseren Ausflug. Ich auch. Es wird ein lustiges Abenteuer. Lektion 15. Präsentationstipps. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Haben Sie versucht, mit Präsentationsstilen zu experimentieren? Ja, das habe ich. Die Art und Weise, wie ich präsentiere, zu ändern, hat wirklich einen Unterschied gemacht. Das ist interessant. Welche Techniken haben Sie als effektiv empfunden? Es hat mir Spaß gemacht, visuelle und interaktive Elemente zu nutzen, um mein Publikum anzusprechen. Das klingt nach einem tollen Ansatz. Es weckt das Interesse der Leute. Absolut. Ich glaube, dass es das Verständnis und die Merkfähigkeit verbessert. Lassen Sie uns gemeinsam eine Übungseinheit planen, um Ideen auszutauschen. Das würde mir gefallen. Es wird uns beiden helfen, unsere Fähigkeiten zu verbessern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei unseren Vorträgen. Lektion 16. Lebensmittellagerung. Im Kühlschrank lagern wir die Lebensmittel, die gekühlt werden müssen. Ja, es ist wichtig, um die Frische zu bewahren und den Verderb zu verhindern. Wir bewahren dort Obst, Gemüse, Milchprodukte und Essensreste auf. Absolut. Es hilft uns, eine gesunde Ernährung aufrechtzuerhalten. Ein gut organisierter Kühlschrank kann die Zubereitung von Mahlzeiten erheblich erleichtern. Ich stimme voll und ganz zu. Das spart Zeit in arbeitsreichen Wochen. Stellen wir sicher, dass wir regelmäßig aufräumen und unsere Vorräte auffüllen. Gute Idee. Dadurch bleibt unser Kühlschrank effizient und sauber. Ich freue mich darauf, einige neue Rezepte mit frischen Zutaten auszuprobieren. Lektion 17. Hotelangebote. Natürlich werde ich mir ein paar Websites ansehen, die für ihre Hotelangebote bekannt sind. Das hört sich großartig an. Wenn wir die besten Preise finden, können wir wirklich Geld sparen. Absolut. Ich vergleiche einige Optionen, um herauszufinden, welche das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Ja, es ist auch immer gut, Rezensionen zu lesen. Ich stimme zu. Kundenfeedback kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Außerdem hilft es uns, unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Genau. Ich werde meine Erkenntnisse unbedingt mit Ihnen teilen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Sie entdecken. Gemeinsam planen wir den perfekten Urlaub. Lektion 18. Herausforderungen meistern. Es gibt Möglichkeiten, Herausforderungen im Leben zu meistern, es braucht nur Kreativität und Mühe. Absolut. Haben Sie Tipps, wie Sie Hindernisse effektiv bewältigen können? Ich bin bereit, alles zu versuchen, was zur Verbesserung der Situation beitragen könnte. Das ist die richtige Einstellung. Offenheit für neue Lösungen kann zu großen Durchbrüchen führen. Ja. Manchmal ist eine neue Perspektive alles, was Sie brauchen, um einen Weg nach vorne zu finden. Genau. Auch die Zusammenarbeit mit anderen kann unschätzbare Erkenntnisse liefern. Ich stimme zu. Der Austausch von Ideen führt oft zu innovativen Lösungen, auf die wir vielleicht nicht alleine kommen. Und das Nachdenken über vergangene Erfahrungen hilft uns, ähnliche Fallstricke in der Zukunft zu vermeiden. Ja, aus Fehlern zu lernen ist ein entscheidender Teil der persönlichen Entwicklung. Lektion 19. Gesundheit und Umwelt.
Gesundheit und Umwelt hängen eng zusammen, finden Sie nicht auch? Absolut. Die Sorge um unseren Planeten wirkt sich direkt auf unser Wohlbefinden aus. Darüber hinaus unterstützen Bio-Lebensmittel häufig sowohl die persönliche Gesundheit als auch die Umweltverträglichkeit. Ja. Durch die Wahl von Bioprodukten können schädliche Chemikalien in unserem Körper und Boden reduziert werden. Es ist faszinierend, wie unsere Entscheidungen sowohl unsere Gesundheit als auch das Ökosystem beeinflussen können. In der Tat. Der Verzehr von Lebensmitteln aus der Region trägt auch dazu bei, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Das stimmt. Die Unterstützung lokaler Landwirte ist eine wunderbare Möglichkeit, einen positiven Beitrag zu leisten. Darüber hinaus fördert es die gemeinschaftlichen Verbindungen und stärkt die lokale Wirtschaft. Ich glaube, dass kleine Änderungen in unseren täglichen Gewohnheiten erhebliche Auswirkungen haben können. Lektion 20: Perspektiven auf die Existenz. Nicht in diesem Leben, ich habe meine Überzeugungen fest im Griff. Eigentlich keine Chance. Es gibt heute viele Perspektiven auf die Existenz. Das stimmt. Es ist faszinierend, verschiedene Ideologien und Überzeugungen zu erkunden. Ja, das Verständnis verschiedener Standpunkte kann unseren eigenen Horizont erweitern. Ich halte es für wichtig, unterschiedliche Meinungen zu respektieren, auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Absolut. Gesunde Diskussionen können zu persönlichem Wachstum und tieferem Verständnis führen. Und es ist wichtig, kritisch zu hinterfragen, was wir glauben und warum. Ja. Das Hinterfragen unserer eigenen Überzeugungen kann zu stärkeren Überzeugungen führen. Ich schätze es, Gespräche zu führen, die die Grenzen unseres Denkens überschreiten. Lektion 21: Mut und Stärke. Du warst ein Turm der Stärke und hast mir Mut bewiesen, als ich mir jemals erträumt hätte. Das ist das schönste Kompliment, das ich bekommen konnte. Es bedeutet mir sehr viel. Ja, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Herausforderungen inspiriert die Menschen um sie herum. Danke schön. Ich glaube, dass wir alle die Kraft haben, Hindernisse zu überwinden. Absolut. Es erfordert viel Mut, sich Ängsten direkt zu stellen. Ja, und manchmal ist es ein Akt des Mutes, einfach für andere da zu sein. Ich stimme voll und ganz zu. Sich gegenseitig in schwierigen Zeiten zu unterstützen, schafft starke Bindungen. Das tut es wirklich. Gemeinsam können wir alles bewältigen, was auf uns zukommt. Ich bin dankbar, jemanden wie dich an meiner Seite zu haben. Lektion 22: Die Bedeutung der Etikette. Viele Menschen erkennen die Bedeutung der Etikette erst, wenn sie allmählich verschwindet. Das stimmt. Gute Manieren werden in der heutigen schnelllebigen Welt oft als selbstverständlich angesehen. Ja, Etikette fördert Respekt und Verständnis im Umgang miteinander. Absolut. Es schafft eine angenehmere Atmosphäre für alle Beteiligten. Ich glaube, dass kleine Gesten wie Bitte und Danke viel bewirken. Definitiv. Diese einfachen Worte können einen großen Einfluss auf den Tag eines Menschen haben. Es ist faszinierend, wie Etikette unsere Werte und Kultur widerspiegeln kann. Ja. Die Pflege dieser Traditionen ist für eine harmonische Gesellschaft unerlässlich. Ich hoffe, dass mehr Menschen beginnen, die Schönheit guter Manieren zu schätzen. Lektion 23: Eine einfache Begrüßung.
Ich ging auf sie zu und sagte Hallo, und ihr Gesicht veränderte sich sofort. Das klingt faszinierend. Was geschah als nächstes? Das Gesicht des Mädchens leuchtete auf und sie lächelte mich warm an. Das ist wunderbar. Ein Lächeln kann den Tag eines Menschen wirklich erhellen. Ja, es fühlte sich an, als wäre in diesem Moment eine Verbindung entstanden. Es ist erstaunlich, wie eine einfache Begrüßung so viel Freude hervorrufen kann. Ich stimme zu. Es zeigt die Kraft der Freundlichkeit in unseren täglichen Interaktionen. Genau. Kleine Gesten können eine nachhaltige Wirkung auf andere haben. Ich bin froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, Sie zu kontaktieren. Lektion 24: Sich entwickelnde Gespräche. Heutzutage entstehen neue Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere im Gespräch. Ja, es ist faszinierend, wie sich Kommunikationsmethoden im Laufe der Zeit entwickelt haben. Die Menschen sind offener für die Diskussion verschiedener Themen als je zuvor. Absolut. Diese Offenheit kann zu sinnvollem Austausch und Verbindungen führen. Ich glaube, dass es wichtig ist, sowohl ernste Themen als auch unbeschwerte Themen anzusprechen. Definitiv. Eine Mischung aus Gesprächen hält die sozialen Interaktionen im Gleichgewicht. Es ist auch toll, mehr Diskussionen über psychische Gesundheit und Wohlbefinden zu sehen. Ja, es ist von entscheidender Bedeutung, das Stigma rund um solche Themen zu überwinden. Ich bin gespannt, wie sich diese Gespräche weiterentwickeln werden. Lektion 25: Wäschebenachrichtigungen. Erhalte ich eine Benachrichtigung, wenn meine Wäsche zur Abholung bereitsteht? Ja, die meisten Dienste bieten mittlerweile Benachrichtigungen über Apps oder SMS an. Das ist unglaublich praktisch. Ich liebe es, auf dem Laufenden zu bleiben. Absolut. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass Sie Ihre Wäsche nicht vergessen. Ich schätze Technologie, die alltägliche Aufgaben erleichtert. Ja, es ist erstaunlich, wie viel effizienter die Dinge geworden sind. Ich kann es kaum erwarten, diesen Service auszuprobieren. Sie werden den Komfort lieben, es vereinfacht das Leben wirklich. Ich freue mich darauf, mich nie wieder um die Wäsche kümmern zu müssen. Lektion 26: Vorteile des digitalen Lesens. Das Lesen von Büchern klingt entspannend, insbesondere in digitaler Form. Ja, das ist es. Welche weiteren Vorteile haben Sie durch ein digitales Leseerlebnis festgestellt? Nun, der Komfort, mehrere Bücher in einem Gerät zu transportieren, ist fantastisch. Absolut. Es ist so einfach, jederzeit zwischen den Titeln zu wechseln. Darüber hinaus verfügen digitale Bücher häufig über Funktionen wie anpassbare Schriftgrößen. Ja, das ist großartig, um das Lesen für alle angenehmer zu machen. Und auf vielen Plattformen können Sie ganz einfach Markierungen vornehmen und Notizen machen. Genau. Es verbessert die Lernerfahrung und hilft beim Behalten. Ich bin auch ein Fan der barrierefreien Möglichkeiten für Menschen mit Sehbehinderungen. Lektion 27: Lokale Köstlichkeiten. Hey, hast du auf deinen Reisen irgendwelche interessanten lokalen Gerichte probiert? Ja, das habe ich. Kürzlich habe ich fantastisches Streetfood voller Geschmack probiert. Das klingt herrlich. Was hast du am Ende versucht?
Ich hatte diese würzigen Tacos, garniert mit frischer Salsa und Avocado. Wow, das hört sich lecker an. Ich liebe es, wie lokale Gerichte oft die Kultur widerspiegeln. Absolut. Essen ist eine großartige Möglichkeit, einen Ort zu erleben. Haben Sie während Ihres Aufenthalts Desserts oder Snacks probiert? Ja. Ich hatte ein traditionelles Dessert aus Kokosnuss und Reis und es war himmlisch. Ich muss sie zu meiner Liste der Gerichte hinzufügen, die ich unbedingt probieren muss. Lektion 28. Jobmöglichkeiten. Ich habe in letzter Zeit nach Stellenangeboten in meinem Bereich gesucht. Das ist großartig. Haben Sie vielversprechende gefunden? Ja, ich bin auf ein paar interessante Stellen gestoßen, die zu meinen Fähigkeiten passen. Das klingt spannend. Welche Rollen erwägen Sie? Ich suche nach Positionen im Marketing und Projektmanagement. Das sind beides großartige Bereiche mit viel Wachstumspotenzial. Genau. Ich habe das Gefühl, dass ich in diesen Bereichen wirklich etwas bewirken kann. Ich glaube, du könntest. Ihre Erfahrung würde auf jeden Fall durchscheinen. Danke. Ich hoffe, bald etwas zu landen. Lektion 29. Historischer Kontext. Früher bestand es aus Gold und der souveräne Papst spielt im Vatikan eine bedeutende Rolle. Das ist faszinierend. Der Vatikan hat eine so reiche Geschichte. Ja, wir sprechen von jahrhundertelanger Tradition und Einfluss. Absolut. Der Vatikan ist ein Zentrum für Kunst, Kultur und Religion. Es ist erstaunlich, wie viel Macht und Reichtum damit verbunden sind. Ich finde es faszinierend, wie sich das Papsttum im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ja, es spiegelt umfassendere Veränderungen in Gesellschaft und Politik wider. Ich würde gerne mehr über seine Geschichte erfahren. Wir sollten einen Besuch einplanen, um es aus erster Hand zu sehen. Lektion 30. Optionen zur Schmerzlinderung. Ja, es gibt eine Auswahl an Schmerzmitteln. Das ist gut zu wissen. Gibt es etwas Bestimmtes, das Sie benötigen? Da ich in letzter Zeit mit einigen Kopfschmerzen zu kämpfen habe, probiere ich vielleicht etwas Neues aus. Sie sollten unbedingt den Apotheker um Empfehlungen bitten. Ich werde. Es ist immer hilfreich, professionellen Rat einzuholen. Genau. Sie können Ihnen die besten Optionen für Ihre Situation vorschlagen. Ich weiß es zu schätzen, dass du auf mich aufpasst. Natürlich. Ich möchte dafür sorgen, dass es dir bald besser geht. Ich werde sie wissen lassen, was ich am Ende bekomme. Lektion 31. Morgenroutinen. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Ich wache auf, strecke mich und putze dann meine Zähne. Das klingt nach einem erfrischenden Start in den Tag. Ja, es hilft mir, mich energiegeladen und bereit für alles zu fühlen, was als nächstes kommt. Ich sollte versuchen, mich morgens zu dehnen. Ich überspringe es oft. Es macht wirklich einen Unterschied. Es weckt Ihre Muskeln. Ich werde es zu meiner Routine hinzufügen. Was machen Sie nach dem Zähneputzen? Normalerweise genieße ich ein gesundes Frühstück, um meinen Tag zu stärken. Das ist klug. Ein gutes Frühstück ist so wichtig. Lektion 32. Modeentscheidungen.
Wie wäre es mit Slim Fit Jeans? Sie sind maßgeschneiderter und könnten dieses Problem lösen. Das klingt nach einer guten Idee. Sie sehen oft viel besser aus. Ja, sie können Ihre Gesamtsilhouette wirklich verbessern. Mir ist aufgefallen, dass sie auch bequemer sitzen. Genau. Außerdem können sie zu verschiedenen Anlässen schick oder lässig gekleidet werden. Ich liebe diese Vielseitigkeit. Ich muss ein paar anprobieren. Lass uns zusammen einkaufen gehen, gerne helfe ich Ihnen dabei, die richtige Passform zu finden. Das hört sich lustig an. Ich schätze Ihre Unterstützung. Wir werden einen tollen Tag daraus machen. Lektion 33. Eine neue Stadt erkunden. Bevor wir gehen, habe ich großartige Dinge darüber gehört. Es ist eine wunderschöne Stadt. Das habe ich auch gehört. Worauf freust du dich am meisten? Ich kann es kaum erwarten, die historischen Stätten und die lokale Küche zu erkunden. Ich auch nicht. Die Food-Szene soll großartig sein. Ja, ich habe von einigen fantastischen Restaurants gelesen, die wir ausprobieren sollten. Erstellen wir eine Liste der Orte, die wir besuchen möchten. Das ist eine tolle Idee. Wir können unsere Reiseroute gemeinsam planen. Ich freue mich darauf, alles zu erleben, was die Stadt zu bieten hat. Es wird eine unvergessliche Reise. Lektion 34. Fantasievolle Szenen. Er kam mit einem großen, hohen Hut auf dem Kopf heraus. Das klingt skurril. Was machte er? In einem Ring führten kleine Tiere Kunststücke vor. Wow. Das muss ein sehenswerter Anblick gewesen sein. Ja, es war ein ziemliches Spektakel voller Farbe und Spannung. Ich kann mir nur vorstellen, welche Freude es dem Publikum bereitet hat. Es hat auf jeden Fall eine magische Atmosphäre geschaffen. Ich liebe Events, die Staunen und Kreativität auslösen. Finden wir weitere Veranstaltungen wie diese, an denen wir teilnehmen können. Lektion 35. Gesundheitsbedenken. Auch diejenigen, die bei der Explosion nicht ernsthaft verletzt wurden, erkrankten später schwer. Das ist tragisch. Es ist alarmierend, wie sich Strahlenbelastung auf die Gesundheit auswirken kann. Ja, vielen Menschen sind die langfristigen Folgen nicht bewusst. Es ist eine Erinnerung daran, wie wichtig Sicherheitsmaßnahmen sind. Absolut. Aufklärung können Leben retten. Ich denke, wir müssen uns für bessere Sicherheitsprotokolle einsetzen. Definitiv. Es ist von entscheidender Bedeutung, Gemeinschaften vor solchen Risiken zu schützen. Bleiben wir informiert und teilen wir dieses Wissen mit anderen. Ich stimme zu. Gemeinsam können wir etwas bewirken. Lektion 36. Klarheit in Daten. Es ist wichtig, in unseren Plänen genaue Termine anzugeben. Ja, das wäre großartig. Es verleiht allem Klarheit. Glauben Sie, dass es dabei hilft, spätere Verwirrung zu vermeiden? Absolut. Klare Termine sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Welche Methode bevorzugen Sie für die Terminplanung? Ich verwende gerne digitale Kalender. Sie erinnern mich an wichtige Termine. Das ist klug. Manchmal verwende ich immer noch einen physischen Planer. Es hat etwas Befriedigendes, es aufzuschreiben.
Ich stimme zu. Auf diese Weise fühlt es sich persönlicher an.